There's a railroad sign. Es gibt da ein Straßenschild, das man oft an Bahnübergängen in den USA sieht. Stop, Darauf steht: Anhalten, listen, hinsehen, someone said, hinhören. live. Auf manchen steht noch und leben. Why is this sign? Wozu steht da dieses Schild? Because we know Wir wissen doch, dass Gleise überqueren lebensgefährlich sein kann. our lives. Aber die Gefahr ist eben nicht offensichtlich, nicht sofort zu erkennen. It's not immediately seen. Man muss schon mitdenken und richtig schlussfolgern. Deduced. You must use your thinking. Ein anderes Schild warnt deshalb: And that's why Wo Schienen sind, kommt auch ein Zug. tracks, think, train. So we first must stop. And Wir then müssen also erst einmal anhalten, and nach links und rechts sehen sense of hearing. und dann einen weiteren Sinn einsetzen, unser Gehör. Vibration in the earth. Hören wir ein Rattern, vielleicht ein Pfeifen? Our way. Vibriert der Boden? Sehen wir Scheinwerfer? A danger Das alles weist auf Gefahr hin. is not in front of Der Zug ist noch nicht direkt vor uns, aber wir müssen uns der Gefahr bewusst sein. the danger. Denn wie dieses Bild zeigt, kann so ein schnell fahrender Zug nicht auf der Stelle anhalten. Cannot Würden wir hier gerade mitten auf den Gleisen stehen, be in the middle. würden wir das mit Sicherheit nicht überleben. If we were there, we definitely would be killed. To avoid such a tragedy, we therefore must use what the Bible Um so ein Unglück zu vermeiden, müssen wir, wie die Bibel sagt, unser Wahrnehmungsvermögen einsetzen says before. und die Gefahr erkennen. And then we must Und dann müssen wir entsprechend handeln und uns in Sicherheit bringen. to make sure Anhalten, we're not victims hinsehen, of danger. hinhören. Now this Das ist auch genau das, was Jehova uns immer wieder sagt, durch sein Wort und seine Organisation. Jehovah is Sehen wir uns um. Erkennen wir, in welcher Zeit wir leben? look Das sind die letzten Tage. Das Ende ist ganz nah. Die große Drangsal steht praktisch vor der Tür. that we're living in. We're Nun, für diese Schlussfolgerung braucht man Unterscheidungsvermögen. end is very Jesus sagte, das würden wir brauchen. is about to take. In Lukas 17, Vers 20 und 21 lesen wir: Have discernment in order to Das Königreich Gottes kommt nicht in auffallender Weise, it was sodass man es beobachten könnte. Luke 17 verses 20 Um zu verstehen, was die Zeichen bedeuten und was zu tun ist, would not be brauchen wir gemäß Jesu Worten also Unterscheidungsvermögen. it would take discernment to understand the signs and what it would mean and what action to take. This ability to discern, it requires cultivation. We need to work on it. Diese Fähigkeit muss man erst entwickeln und dann ständig trainieren. It calls it the In Hebräer 5, Vers 14 ist von Wahrnehmungsvermögen die Rede, also dem Gebrauch unserer Sinnesorgane. as we learned in yesterday's Und wie wir gestern im Tagestext über den Propheten Daniel gelernt haben, hat er sein Wahrnehmungsvermögen vorbildlich eingesetzt, um Gottes Willen genau zu erkennen. discern the will of God. Und das war auch dringend notwendig, For him to do so, denn er und seine Gefährten waren im Palast in Babylon und das war ein gefährliches Umfeld. were in being there in the Im power Laufe seines Lebens hat Daniel sein Wahrnehmungsvermögen immer weiter trainiert. cultivate these Später hat er intensiv die Prophezeiungen studiert, on in his life. besonders die von Jeremia. Deep study of the prophecies, especially Und dadurch hat er erkannt, in welcher Zeit er lebte. included or Er hat erkannt, dass das Ende der 70-jährigen Verwüstung Jerusalems nahe war. desolation of Jerusalem was Daraufhin ist er aktiv geworden. Er hat sich und andere treue Juden entsprechend vorbereitet, damit sie weiterhin Jehovas Willen tun konnten. other faithful Jews Daniel hat genau erkannt, was die Ereignisse seiner Zeit bedeuten, weil er intensiv studiert und die Weltereignisse aufmerksam beobachtet hat. because of the deep study that he did, and he was able to discern what was taking place in the world around him. Now, Jesus taught us to do something very Jesus lehrt uns etwas ganz Ähnliches wie Daniel zu tun, nämlich Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. It's a beautiful illustration. Und er veranschaulicht das sehr schön. Bibles, please, too. Lesen wir dazu Lukas 21, And we'll look at Vers 29 bis 31. verses 29 Hier verwendet Jesus die Methode anhalten, hinsehen, hinhören und leben. and live. Er sagt, In verse beachtet den Feigenbaum und alle anderen Bäume. tree. Anders gesagt, haltet an und seht hin. Look around you, he says. Dann Vers 30, wenn sie bereits ausschlagen, Look at these. also auch wieder hinsehen, You see it for dann erkennt ihr selbst, dass nun der Sommer nahe ist. is near. So Mit anderen Worten, erkennt, nehmt wahr, was hier passiert. Und dann sagt er uns noch,
Hört hin, und zwar im Vers 31. Ebenso auch ihr, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, erkennt, dass das Königreich Gottes nahe ist. Jesus fordert uns auf, anzuhalten, hinzusehen und hinzuhören. Dann würden wir leben. Now, the faithful and discreet slave, they're guided by the head of the congregation, Jesus Christ. Jesus Christus, das Haupt der Versammlung, leitet den treuen und verständigen Sklaven. Und der wiederum gibt uns Anleitung, und zwar auf ganz ähnliche Weise. Mit Hilfe des Wachtums und durch Kongresse hilft er uns, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und zu verstehen, was um uns herum passiert. Wir werden immer wieder daran erinnert, anzuhalten, also vom Alltag und seinen Sorgen abzuschalten, einen Moment innezuhalten und dann hinzusehen. Das heißt, in der Bibel zu lesen und zu erkennen, was sie über Jehovas Vorsatz und besonders über die heutige Zeit zu sagen hat. Und dann heißt es, hinhören. Hinhören, was der treue und verständige Sklave sagt. Er gibt uns Erklärungen zu Prophezeiungen und Erklärungen über die letzten Tage und die große Drangsal. Und die Botschaft, die wir hören, ist ganz klar. Die große Drangsal steht kurz bevor. Was heißt das für uns? Zum einen können uns die Sorgen des Lebens, also alles, womit wir täglich zu kämpfen haben, völlig auslaugen und uns dadurch vom Wesentlichen ablenken. Und davor hat uns Jesus gewarnt. Er verwendet dazu die Berichte über Noah und über Sodom und Gomorra. Schauen wir nochmal in Lukas 17. Jesus sagt, gerade so, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Wie war es denn damals? Die Menschen haben sich von ihren Alltagssorgen ablenken lassen. Und genau diese Alltagssorgen könnten auch unsere Wahrnehmung trüben. Wir würden nicht mehr erkennen, in welcher Zeit wir leben und welche Gefahr auf uns zukommt. Deshalb müssen wir unbedingt darauf achten, dass Alltagssorgen unser Unterscheidungsvermögen nicht beeinträchtigen. Sonst kann es passieren, dass wir quasi unaufmerksam auf die Bahngleise schlendern, also nicht richtig hinsehen und hinhören. Und ehe wir uns versehen, hat uns ein Zug erfasst. Genau das passiert den Menschen heutzutage. Sie sind abgelenkt und merken gar nicht, dass Jehovas Tag gerade mit Vollgas auf sie zukommt und dass Satans böse Welt vernichtet wird. Aber wenn wir unser Unterscheidungsvermögen schärfen, dann sehen wir die Zeichen ganz deutlich, so deutlich wie ein Blitz, der einmal quer über den ganzen Himmel leuchtet, wie Jesus es gemäß Lukas 17, Vers 24 ausdrückt. Aber nur durch unser Unterscheidungsvermögen würden wir das alles sehen und verstehen. Und das tun wir. Wir beobachten die weltpolitische Lage und können überall um uns herum Blitze aufleuchten sehen. Daniels Vision in Kapitel 2, die letzte Weltmacht aus Eisen und Ton, das sehen wir doch heute, wie zersplittert sie ist, wie schwach und unfähig. Oder 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, die Einstellung der Leute, auch der Einflussreichen dieser Welt. Sie sind voller Arroganz und Stolz und haben keinen Respekt vor Gott. All das zeigt deutlich, wie nah wir dem Ende sind. Im Wachtum vom 15. Oktober 1971 gab es dazu ein passendes Bild. Diese Menschen und Regierungen sind wie eine kleine Ameise, die einen Zug aufhalten will. Gottes Königreich kommt angeprescht. Und wie das ausgehen wird, ist wohl klar. Bei der Kraft und dem Tempo von Jehovas himmlischen Streitmächten werden sie vollständig zerstört werden. Wir sehen also, wie wichtig es ist, unser Unterscheidungsvermögen zu schärfen, damit wir für die Gefahr gerüstet sind, sie stets vor Augen haben und entsprechend handeln können. Anhalten, hinsehen und hinhören. Das wollen wir jeden Tag tun. Beachten wir Jehovas Warnungen, dann sind wir auf der sicheren Seite und wir werden das Ende dieses Systems der Dinge überleben. Die große Drangsal wird uns dann nicht unvorbereitet treffen.